Hiermit kriegen wir endlich die neue Produktionshalle unter Dach und Fach. Ich weiß, du kannst meine Entscheidung für diesen Abbruch nicht verstehen, aber das hat nichts mit dir zu tun. Es fühlt sich leider nur ganz anders an. Ich werde abhauen und untertauchen. Denn das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Es gibt noch eine. Heirate mich. Klar, dass ich da noch nicht selbst drauf gekommen bin. Spitzenidee. Wann denn? Du nimmst mich nicht ernst, oder? Nee. Warum denn? Soll ich etwa? Hey, das ist doch die beste Lösung, die wir haben. Dann kannst du endlich legal hier bleiben. Hm? Das ist doch viel besser als so ein kurzfristiges Aufenthaltsrecht. Naja, ich hatte auch schon mal drüber nachgedacht. Echt? Du meinst mich zu heiraten? Nein, viel länger her. Als ich auf Mallorca angekommen bin, habe ich mir vorgenommen, eine reiche Touristin zu heiraten. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Ich hatte 2 Frauen, aber die waren nicht bereit dazu. Ist ja auch ein ziemlich spezieller Fall. Warum? Hast du 3 Brustwarzen oder sowas? Das nicht, aber es ist halt sehr, sehr, sehr schwer, wenn man nur so tut, als ob. Also darüber reden wir doch, oder? Dass man... Ja, klar. Worüber denn sonst? Ich frage ja nur, weil du mal angedeutet hast, dass du mich nicht wirklich bucklig findest und ganz sympathisch, adrett. Ich will dich einfach nicht verletzen, Kim. Hey, hab ich hier das Problem oder du? Also, was ist jetzt? Okay. Ja, ich will. Das Gebäude ist einfach ideal für den Ausbau von Linie 10. Deine Nachtschicht hat sich gelohnt. Ja. Entschuldigt. Hallo, meine Neugierde. Der Vermieter, hat er sich schon gemeldet? Nee. Vielleicht ist er das. Von Lahnstein? Herr Klose, wie schön. Und, sind Sie mit unserem Angebot einverstanden? Bitte? Aber Herr Klose, bitte, das würde ich doch nie... Nein, bitte, Herr Klose, lassen Sie mich doch wenigstens versuchen, es... Herr Klose? Hallo? Er hat aufgelegt. Er hat dich doch gar nicht zu Worte kommen lassen. Er hat das Objekt an einen anderen Interessenten vermietet. Was? Aber was hat er denn jetzt? Ich meine, 10.000 Euro Monatsmiete, das ist doch angemessen. Ja, das ist ja das Merkwürdige. Er sagt, in unserem Angebot stand 1.000 Euro Miete. Was? Ja. Hallo. Falls du zu Tanja willst, sie ist auf Geschäftsreise. Nein, ich wollte zu dir. Du bist ja nicht ans Telefon gegangen und Justus hat mir gesagt, dass du hier bist. Wie geht's dir? Danke. Und wie geht's dir? Gut. Ich hab dich vermisst. Ich hab dich auch vermisst. Ich gehe gerade die Forumsbeiträge durch zur letzten Vorstellung. Seitenweise euphorische Kommentare, dass du wieder auf der Bühne stehst. Hey, guck mal, da will sogar einer wissen, wann die nächste Flüsterparty ist. Ey, von den Beiträgen gibt's Hunderte. Über den Prozess schreibt so gut wie niemand mehr. Der Beitrag ist die absolute Ausnahme. Vielleicht sollten wir ja noch mal darüber reden.
Du warst nicht bereit für eine Schwangerschaft und hast dich für den Abbruch entschieden. Belassen wir es einfach dabei. Hey, wenn schon so viele Leute nach einer Flüsterparty fragen, vielleicht sollten wir uns ja wieder mal damit beschäftigen. Also, ich hätte richtig Lust dazu. Ja, komm, lass uns keine Zeit verlieren. Okay. Ihr wollt eine Flüsterparty machen hier? Ja, das letzte Mal war doch ein Bombenerfolg. Denk mal an den Zulauf, den du dadurch bekommst. Ja, ich denke an nichts anderes. Also, ich habe mich lange nicht so gut amüsiert wie damals. Was für ein Abend. Nur schade, dass ich weg musste, bevor es losging. Das Highlight hätte ich echt gerne mitbekommen. Sagen Sie mal, wird hier um Geld gespielt? Gibt's eigentlich eine Ausbildung, um Polizist zu werden, oder haben Sie Ihren Job per Rubbellos gewonnen? Was für ein Spaß. Ansichtssache. Ist ja schön, dass ihr in euren Erinnerungen schwelgt, aber ich hätte damals fast meine Konzession verloren. Das ist alles ein bisschen blöd gelaufen, Olli. Aber ich habe dein Bußgeld bezahlt und du hast den Laden noch. Und diesmal spielen wir nicht um Geld, versprochen. Genau, weil es gar kein Diesmal geben wird, zumindest nicht mehr hier. Wir verstehen ja, dass du sauer bist, Ja, dann hast du ja aber- auch mein Nein verstanden. Olli. Nein. Marlene, Jetzt, was soll das denn? Ich habe noch nicht mal versucht, ihn zu Marlene, überreden. ich habe eine viel bessere Idee. Wir suchen uns eine neue Location und ein neues Motto. Größer, mondäner, mysteriöser. Und mega. Wie Mega-Event des Jahres. Ja, sowas kann passieren. Letzte Woche hat Luca einen Reserva mit 25 € ausgepreist, statt 52. Und ich habe mich gewundert, weshalb die Leute so wild auf diesen Wein sind. Ich habe mich nicht vertan. Nimm dir das nicht so zu Herzen, Schatz. Das kann jedem passieren. Mein Gott, ich muss los. Ja. Tschüss. Charlie, Arno, Ich sage euch, jemand hat die Unterlagen ausgetauscht. Ja, aber wie denn? Du hast das Angebot fertig gemacht und in den Umschlag gesteckt. Ich war doch dabei. Irgendjemand hat aus der 10.000 eine 1.000 gemacht. Was denn, Ihnen fehlt eine Null? Vielleicht sollten Sie mal zu Hause im Schlafzimmer nachschauen. Da finden Sie garantiert eine. Graf Lahnstein, Ihr Tisch ist fertig. Ja. Und du weißt doch schon, wer dieser jemand war. Da kommen leider gleich 2 Personen in Frage. Tanja und Clarissa. Beiden bin ich als Geschäftsführerin von LeNeCL ein Dorn im Auge. Was liegt da näher, als mich durch einen scheinbar so dummen Fehler zu diskreditieren? Da haben sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Cola? Wohin damit? Fehlbestellung. Jetzt nicht mehr. Wenn meine Verlobte mit mir anstoßen will? Ja, klar. Auf unsere Hochzeit. Was war das denn? Ja, das gehört dazu. Gehört wozu? Ja, Tarnung? Wir heiraten. Wir müssen voll auf verliebt machen, sonst nimmt uns das doch keiner ab. Voll Sinn. Und nur deshalb hast du mich geküsst. Manchmal muss man eben Opfer bringen. Du, ich muss jetzt los. Ich habe Frau Schneider versprochen, ihr beim Einkaufen zu helfen. Meine Jacke. Ach, übrigens. Ich find's ja echt nett von dir, dass du dir so Sorgen machst. Aber es gibt Männer, die küssen schlechter als du. Das geht schon klar. Na? Kann ich vielleicht wenigstens meine Koffer auspacken? Bitte setzen Sie sich. Wie war München? Toll. Ich habe alle Maschinen zum geplanten Etat geleast. Na, wie erfreulich. Ich bin Geschäftsfrau. Ich weiß, wie man verhandelt. Ich hoffe, du auch. Ja. Der Vermieter hat unser Angebot in allen Punkten akzeptiert. Da
hast du ja ausnahmsweise mal Biss gezeigt. Er hat an uns vermietet. Sie haben es also geschafft. Wollen Sie jetzt ein Lob? Nein. Ich habe nämlich gelogen. Der Besitzer hat unser Angebot nicht akzeptiert und das Nebengebäude an jemand anderen vermietet. Irgendjemand hat das Mietangebot manipuliert. Ach, jetzt willst du das mir in die Schuhe schieben? Anstatt zuzugeben, dass dir selbst für so eine kinderleichte Aufgabe der Grips fehlt. Sie wollen also Ihren Fehler kaschieren. Sie wussten ganz genau, dass Tanja Herrn Klose mit betrügerischen Geschäftsabsichten verärgerte. Da war das nur noch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Du redest dich raus. Jemanden bei einem Geschäft zu übervorteilen, nennt man freie Marktwirtschaft, nicht Betrug. Glaubst du wirklich, ich habe ein Interesse daran, dass die Produktion gestoppt wird? Nachdem ich alles dafür getan habe, Linie CL zu bekommen? Anscheinend sind Sie mit der Geschäftsführung meiner Firma überfordert. Sie wurden doch ohnehin nur durch Ihren Mann protegiert. Ihre Zeit ist abgelaufen. Nein, noch lange nicht. Dann zeigen Sie mir die Beweise. Ihr wollt also wirklich heiraten? Ja. Schön. Gibt's sonst noch was Neues? Haha. Ich lass mich nicht verarschen. Du hast doch damit angefangen. Und, ihr macht das nur wegen der Papiere? Hallo, herzlich willkommen in Deutschland. So einfach ist das nicht. Dummbatz. Für so eine Heirat braucht man schon Dokumente. Also, irgendeinen gültigen Wisch sollt ihr mir schon beim Standesamt vorlegen. Ja, schaffen andere doch auch. Ihr stellt euch das ein bisschen einfach vor. Meine Idee ist genial. Asylantrag hätte doch nie im Leben geklappt. Also was ist deine Idee? Emilio sagt, ich bin sein Schutzengel. Oh, nee. Das heißt, demnächst gibt's eine fette Hochzeitsfeier, oder? Fett vielleicht nicht so. Im Moment hat er noch nicht mal genug Kohle, um eine Runde Champagner zu schmeißen. Cool, das klingt ja, als würdet ihr den angesagten Partyspot aus der Taufe heben. Das ist der Plan. Wir brauchen nur noch einen passenden Standort. Das heißt also, mit dir und Marlene läuft's wieder richtig gut? Es gibt etwas, das ich dir noch nicht gesagt habe. Marlenes Baby hätte genauso gut von mir sein können. Na, also du gefällst mir ja gar nicht. Schönen Dank auch. Aber du hast recht. Da oben sitzt wieder der Mann mit dem Presslufthammer. Ich glaube, es ist Zeit, ihn in die Pause mit dem Kaffee zu schicken. Du, ich würde dich wahnsinnig gern begleiten, aber ich will echt hier das Chaos noch ein bisschen beseitigen, bevor Tristan mich abholen kommt. Wie, ihr seht euch wieder? Ja, ich glaube, der Abstand hat uns ganz gut getan. Er kann jetzt endlich akzeptieren, dass der Schwangerschaftsabbruch ganz allein meine Entscheidung war. Du hast ernsthaft darüber nachgedacht, Vater zu werden? Ausgerechnet du? Entschuldige, aber du hast deine Freundin reihenweise abgeschossen, wenn sie das Wort Kinder nur in den Mund genommen haben. Mit Marlene hätte ich es mir jedenfalls vorstellen können, obwohl sie mindestens genauso anstrengend ist wie du. Hey. Au. Ja, das muss wehtun. Was ist es denn jetzt? Du, sobald spruchreif ist, wirst du die Erste, die es erfährt, versprochen. Mann, du machst ja spannend. Ja, es ist auch, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei. Es fühlt sich an wie ein Neuanfang. Hättest du jemals gedacht, dass ich deinen Vater überzeugen lässt, bei deiner Oma einzuziehen? Na, irgendwas Gutes muss es ja haben, wenn ich bald in den Knast muss. Und? Da drüben auf dem Tisch. Das ist echt ein gutes Häuschen, du. Gut. Wenn du bald mit Kim verheiratet bist, dann ist das hier nicht mehr als eine bessere Wellblechhütte für dich. Deswegen heirate ich sie aber nicht. So war das ja nicht gemeint. Wie ist das Gefühl? Okay? Klar. Ich meine, es ist keine richtige Hochzeit, aber das Gefühl zu wissen, dass einem bald keiner mehr ans Bein pinkeln kann, ist echt schön. Und sie geht auch entspannt damit um? Weil, ich meine, so richtig seid ihr ja denn nicht zusammen. Ich hätte es nie geglaubt, aber es gibt wirklich Frauen, die stehen auf deinen halben Schnurrbart und deine Knopfaugen. Ja,
Nee, es ist alles entspannt, es ist geklärt und alles ist wunderbar. Das ist schon geil. Jetzt kannst du endlich machen, was du willst. Ja. Der Song ist auch romantisch. Der muss unbedingt in meine Playlist. Aha, neues Handy. Okay. So gut kenne ich dich inzwischen. Worüber willst du reden? Mal überlegen, die neuen Charts, Klamotten oder hey, wie wär's mit über deine Hochzeit? Dir gefällt unser Plan nicht. Ich fange auch gar nicht erst mit dem Papierkram an, obwohl mir absolut schleierhaft ist, wie ihr das hinkriegen wollt. Ja, spuck's aus oder willst du dran ersticken? Hallo? Du bist in Emilio verknallt, er aber nicht in dich. Da läuten bei mir die Alarmglocken. Dann schalt sie ganz schnell wieder aus. Ich habe nämlich alles im Griff. Hast du vorhin nicht mitbekommen, wie er jetzt schon von mir schwärmt? Nicht mehr lange. Und wir haben den Schein zur Ehe. Ganz ohne Scheinehe. Ich denke, Rebecca zieht ins Nebengebäude. Ja, das dachte ich auch. Aber leider ist Elisabeths Verhandlungsgeschick überschaubar. Der Vermieter hat abgesagt. Ich fasse es nicht. Sind Chefs eigentlich zu irgendwas nütze oder sind sie nur dazu da, um sich wichtig zu machen? Ich hab den nur nicht vergessen. Wir können Elisabeth ja mal fragen. Nach so einer langen Nacht, das ist geradezu menschlich. Ich würde nie im Leben eine Null vergessen. Elisabeth, hast du mal eine Minute? Ich habe Frau Jäger gerade darüber aufgeklärt, dass die Anmietung nicht zustande gekommen ist. Wir haben uns auf die Räumlichkeiten verlassen. In meinem Schreiben wurden als Mietangebot nicht 10.000, sondern 1.000 Euro eingetragen. Ah, wurden eingetragen. Warum gibst du nicht zu, dass du für diese Nullnummer verantwortlich bist? Weil ich erst klären will, wie es dazu gekommen ist. Weil du dich verzählt hast? Elisabeth, in deinem Alter ist eine Führungsposition nicht leicht. Das heißt übrigens auch, dass die Produktion gestoppt wird. Psst, hey, Sie. Merken Sie nicht, dass Sie stören? Nicht so laut. Wollen Sie eine Null kaufen? Sehr witzig. Ja, finde ich auch. Wir telefonieren? Ja. Mach's gut. Bis später. Bis später. So, ich muss noch mal ganz kurz ins Bad. Eine Minute. Du kannst inzwischen in meinem Zimmer warten, okay? Meine Zeitrechnung oder deine? Nein, deine. Ich bin gleich wieder da. Ah, Justus. Werfen Sie doch bitte mal diesen ganzen Werbemüll hier ins Altpapier, ja? Hochzeitszeitschriften sind hier wirklich deplatziert. In nächster Zeit heiratet hier keiner. Darüber kann ich mir kein Urteil erlauben, Graf. Ah, ist vielleicht doch besser so. Zumal es Ihre Tochter war, die die Kataloge hierher gelegt hat. Noch so ein Scherzkeks? Nun, auch in diesem Fall möchte ich auf Ihre Tochter verweisen. Kim, was machst du denn mit Hochzeitskatalogen? Sie sind von der Freundin. Welche von deinen Freundinnen ist denn so bescheuert und heiratet? Was heißt mir bescheuert? Nur weil es bei dir nicht ging, muss es ja auch nicht bei ihr, also bei meiner Freundin so sein. Sag mal, warum genau sammelst du jetzt diese Kataloge? Weil ich ihre Brautjungfer bin. Trauzeugin. Okay. Ich würde sagen, du sagst mir jetzt mal, was wirklich los ist. Ich heirate. Und zwar Emilio. Bitte was? Ich sage euch, da war diese klitzekleine Irritation, als ich ihr gesagt habe, dass der Mietvertrag doch unterschrieben wurde. Aber warum hätte Clarissa deinen Geschäftsplan denn sabotieren sollen? Ja, wie gesagt, um mich vor Ludwig und allen Mitarbeitern zu diskreditieren. Sie weiß doch, dass der Vermieter nicht gut auf uns zu sprechen ist, also musste sie nur noch so ein bisschen nachlegen. Um zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein? Und wir alle wissen, dass Clarissa so eine Intrige zuzutrauen ist.
Wenn sie dich also wirklich ausboten will, in der Firma und bei Ludwig, dann hast du recht, zeig es ihr. Ja, aber dazu brauche ich Verstärkung. Prima. Und zur Hochzeit schenke ich euch dann Flitterwochen bei den lieben Verwandten in Caracas. Aber mit nur einem Rückflugticket, und zwar für dich. Ich liebe Emilio. Na sicher. Und er liebt dich, oder was? Natürlich. Und ganz nebenbei liebt er meine Million, die er irgendwann mal erben will. Jetzt red nicht so über ihn, du kennst ihn doch kaum. Ich habe doch in den letzten Monaten erlebt, wie oft er dir das Herz gebrochen hat. Das waren Missverständnisse. Kim, ich bitte dich, der Kerl ist ein Windhund. Als nächstes zieht er hier aufs Schloss, bringt seine Panflöte spielende Sippe mit und dann ernähren wir hier eine ganze Favela. Das heißt Barrios. Und in Venezuela spielt man keine Panflöte. Kim, hör zu. Meinetwegen, du sollst ja heiraten. Irgendwann mal. Und irgendjemanden, der wirklich zu dir passt. Nur zur Info, Zwangsheirat ist aus der Mode gekommen. Ich bin 18. Du kannst mir nichts vorschreiben und schon gar nichts verbieten. Leg's nicht drauf an, junges Fräulein. Das werden wir noch sehen. Darf ich dir einen Rat geben? Kommt auf den Rat an. Ich würde das nicht überall mit mir rumtragen. Sonst wirst du dir immer die Was-wäre-wenn-Frage stellen. Ich hab's bei Marlene im Altpapier gefunden. Ich wollte nie Vater werden. Alleine der Gedanke an so einen kleinen Hosenscheißer. Und auf einmal kann ich an nichts anderes mehr denken. Was wäre wenn? Du kannst mir das doch bestimmt sagen. Wird nach so einem Schwangerschaftsabbruch die Vaterschaft automatisch geprüft oder wird das Ergebnis irgendwie gespeichert? Nee, tut mir leid. Du solltest aber ganz offen und ehrlich mit ihr darüber reden. Was macht ihr denn, wenn die Ausländerbehörde euch richtig auseinander nimmt? Na, wir müssen eben üben, so richtig wie für eine Prüfung. Für eine Prüfung? Ja. Ja, okay. Was? Ja, pass mal auf. So, Herr Sanchez. Sie wollen also Kim Wolf heiraten, ist das richtig? Das ist korrekt, ja. Dann setzen Sie sich bitte. Welche Augenfarbe hat Ihre Verlobte? Grün. Stimmt. Keine Ahnung. Wie heißt der Vater Ihrer Verlobten? Ihr leiblicher Vater ist Ansgar von Lahnstein und der, bei dem sie aufgewachsen ist, ist Thomas Wolf. Ihre Lieblingsband? Dripping Animals. Mit denen hätte sie sogar auf Tour gehen können. Wusstest du das? Ach, hör auf. Ja. Echt? Ja. Ein Glück hat sie es nicht gemacht, denn sonst hätten wir uns nie kennengelernt. Ja, ihre Eltern fanden die Aktion total bescheuert und ja, dabei beweist es doch nur, dass sie noch Ideale hat und spontan sein kann. Das, was andere Leute als Zickigkeit sehen würden, das, glaube ich, ist bei ihr nur Stolz. Sie weiß eben, was sie will und was sie wert ist. Ja. Finde ich vollkommen korrekt. Und hast du ihre Beine mal gesehen? Hast du ihre Beine gesehen? Schlank, durchtrainiert und münden in diesen... Ja, finde ich auch. Ja. Wollen wir jetzt weitermachen? Ich habe auch gar kein Problem damit, dass sie so ein bisschen eingebildet ist. Ja? Also, ich meine, sie hat viel in der Birne und dann kann sie sich das erlauben. Sie ist außerdem wunderschön. Allein die Zahnlücke hier zwischen den Schneidezähnen. Super sexy. Ja, und wenn sie lächelt, dann habe ich immer das Gefühl, dass die heilige Jungfrau Maria mich höchstpersönlich versucht, in ihren Bann zu ziehen. Huhu. Was ist denn? Nachschub. Was ist denn? So.
fühle ich mich jeder Herausforderung gewachsen. So will ich dich hören. Tanja, ich würde gerne mit Ihnen reden. Wenn es sein muss. Ihre Anwesenheit ist nicht erforderlich. Das sehe ich anders. Vergessen Sie doch bitte nicht Ihre neue Position. Sie können ja gerne Kaffee trinken, aber mehr auch nicht. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ach, Frau Jäger. Ja. Bitte berufen Sie doch eine Mitarbeiterversammlung ein und sorgen Sie dafür, dass in 10 Minuten alle hier sind. Danke. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, Schuh für meine Kopfschmerzen. Clarissa also. Aber erst hast du mich verdächtigt. Findest du nicht, da ist eine Entschuldigung fällig? Sie wollten den Vermieter damals über den Tisch ziehen. Sie sind so oder so mit Schuld an der Misere. Wenn ich mit jedem Geschäftspartner auf Kuschelkurs gehen wollte, wäre ich bankrott oder würde im horizontalen Gewerbe arbeiten. Also, was willst du von mir? Uns droht ein Produktionsstopp. In spätestens 2 Wochen. Das kann doch nicht in Ihrem Sinne sein. Also, wir sollten gemeinsam nach einer Lösung suchen. Sollten wir das? Du hast diese Firma aufgebaut. Sie trägt immer noch deinen Namen. Und jetzt sabotierst du sie, indem du Geschäftspläne einfach änderst. Es ehrt dich, wenn du nichts auf deine Ex-Frau kommen lässt. Aber schieb nicht mir alles in die Schuhe. Gegenseitige Schuldzuweisung bringen uns doch nicht weiter. Ich schlage einen Waffenstillstand vor. Was hast du anzubieten? Wir wollen beide das Beste für die Firma. Wir sollten an einem Strang ziehen. Ich bin doch nicht die Wohlfahrt. Herrgott, Tanja, wollen Sie diese Firma erfolgreich führen oder nicht? Also, sind wir im Geschäft? Seit wann sind die beiden da drin? Eine halbe Ewigkeit. Elisabeth will Tanja zur Zusammenarbeit überreden. Notgedrungen, nehme ich an. Hallo zusammen. Ja, es dürfte sich herumgesprochen haben, dass wir das Nebengebäude nun leider doch nicht anmieten können. Ich übernehme dafür die volle Verantwortung. Immerhin. Aber Tanja von Lahnstein und ich haben gemeinsam eine Lösung gefunden. Die gesamte Firma wird in absehbarer Zeit in neue Räumlichkeiten umziehen. In absehbarer Zeit, was heißt das genau? Sobald wir das passende Objekt gefunden haben. Das kann ja noch dauern. Wir sind uns des immensen Zeitdrucks durchaus bewusst. Herr Brandner wird uns als Bauingenieur beraten. Ab wann droht uns ein Produktionsstopp? Gar nicht. Wir werden ihn zu verhindern wissen. Gott sei Dank. Danke. Also, wenn ich euch bei irgendwas gestört habe, ich kann auch wieder gehen. Ach, nee. Also nichts, was nicht jugendfrei wäre. Na, Emilio? Bist du wieder bei uns? Die heilige Jungfrau. Ich lasse euch 3-mal alleine. Bang. Die volle Breitseite, was? Alter, wie konnte ich denn die letzten Wochen so blind sein? Der hellste warst du ja noch nie. Aber ein Glückspilz. Ey, ich heirate die Frau, die ich liebe. Und zwar so richtig, vor Gott. Jetzt warte mal ganz kurz. Also gleich heiraten? Ich meine, wenn man verknallt ist, dann erst mal ausprobieren? Also, mal spinnst du? Ey, wahre Liebe, das ist etwas Heiliges. Und deswegen gibt's in meinem Leben auch nur 3 Frauen. 3 Frauen? Gleich 3 Frauen auf einmal? Ja. Die heilige Jungfrau Maria, meine Mami, Besitos para ti. Und Kim. Und was ist mit den ganzen anderen Mädels in Malle? Ach, die habe ich doch nur... Und Kim willst du nicht? Du kannst nicht miteinander vergleichen. Die ist doch nicht irgendeine dahergelaufene Chica am Strand. Wo ist mein Handy? Regal, gib mir mal bitte deins. Bitte. Es gibt nämlich nur eine Kirche, die in Frage kommt, damit Kim weiß, dass ich es ernst meine.
Lily Rose. Rose Garden. Rose Palace. Pink Palace. Star Palace? Star ist ein... Wusste ich doch, dass du hier bist. Hab dein Klavier schon erkannt. Hallo. Wie geht's dir? Bestens, danke. Tristan und ich, wir planen ja gerade diesen Luxustempel für ganz spezielle Events. Interessant. Und wo? Ach du, so weit draußen wie möglich. Weißt du, ich stelle mir das so vor, dass man den Club nur findet, wenn man von einem Eingeweihten die genaue Wegbeschreibung bekommt. Geheimnisvoll. Ja, so soll es auch werden. Und auch das Interieur soll was ganz Spezielles werden. Weißt du, ich denke an so ein Spiel mit den Elementen. Feuer, Erde, Wasser, Luft. Also Wasser ganz besonders. Also eine Art Aquarium für geladene Gäste. Ja, mit ganz speziellem VIP-Bereich. Und alle anderen Gäste kommen dann eben über Kontakte rein. Und du weißt ja schon sehr genau, was du willst. Ja, ich sehe es förmlich vor mir. Und weißt du, was ich dabei empfinde? Das ist Tristans und meine Zukunft. I'm not ready, but soon I'll say goodbye. Ach, mein Schwiegersohn. Wie schön. Darf ich jetzt Papa zu dir sagen? Was für eine Frage. Komm an meine Brust. Der ist gut. Der ist richtig gut. Hey, da bist du ja. Hör mal, ich habe den Namen für unseren... Was ist los? Ich habe deinen Mutterpass und das Ultraschallbild bei dir im Altpapier gefunden. Ja. Und? Daniel hat mir geraten, mich von meinem Kind zu verabschieden. Und das habe ich auch getan. Ich habe den Pass und das Bild in den Fluss geworfen und zugesehen, wie beides vom Wasser davongetragen wird. Nur leider hat es nichts genutzt. Ich verstehe immer noch nicht, wie du diese Entscheidung einfach ohne mich treffen konntest. Ich dachte, du hättest verstanden, warum ich mich gegen diese Schwangerschaft entschieden habe. Und dass es okay für dich ist. Nein, das ist es nie gewesen. Aber es ist mein Körper und ich allein entscheide, was damit passiert. Jetzt komm mir bitte nicht mit dieser "Mein Bauch gehört mir" Scheiße. Das ist doch totaler Schwachsinn. Ja, das kann ja auch nur ein Mann sagen. Ich bin nicht irgendein Mann. Ich war vielleicht der Vater. Dieses Kind hätte mich immer und immer wieder an die Vergewaltigung erinnert. Das musste ich um jeden Preis verhindern. Um jeden Preis? Hey, diese Vergewaltigung, das war für uns alle nicht leicht. Und für dich ganz besonders nicht, weil du mich noch die ganze Zeit begleitet hast. Aber anstatt immer nur zu sehen, was uns fast getrennt hätte, wieso siehst du nicht, was uns alles verbindet? Und was ist das? Die Arbeit, die Musik. Wir beide, wir können einfach alles auf die Beine stellen, weil wir ein klasse Team sind. Und dieses neue Projekt, da geht's ja nicht um irgendeinen Club. Das ist eine gemeinsame Vision. Siehst du das nicht? Wir planen da gerade unsere gemeinsame Zukunft. Weißt du, genau das habe ich auch die ganze Zeit gedacht. Aber wenn du dich mir in einer so entscheidenden Situation wie einem Schwangerschaftsabbruch nicht anvertraust, dann frage ich mich, ob wir überhaupt noch eine Zukunft haben.
Lass deine schmutzigen Griffe von Kim. Sonst was? Sonst erfahren die Jungs von der Ausländerbehörde ganz schnell, dass du dich hier illegal aufhältst. Wenn ich verheiratet bin? Tja, leider sind wir hier aber nicht in der Bananenrepublik, wo man sich seine Heiratsdokumente selber drucken kann. Mit Kartoffeldruck. Schade eigentlich. Du bist ein richtig witziges Büschchen. Und das mag ich. Und deswegen schlage ich dir einen Deal vor. Du lässt ab sofort deine Finger von meiner Tochter und dafür sorge ich nicht dafür, dass ein kleiner knochiger Migrantenarsch nach Venezuela getreten wird. Wenn du meine Tochter aber auch nur ein einziges Mal noch ansiehst. Ich habe sehr gute Kontakte, weltweit. Auch nach Venezuela. Und du magst doch deine Familie, nicht wahr? Weißt du, die ist zwar arm, aber immerhin hat sie ein Dach über dem Kopf. Und sowas kann sich ganz schnell ändern. Und ich kann dafür sorgen, dass sich das ändert. Ich gebe dem Wort Trostlosigkeit ganz neue Bedeutung. Ich bin hier, du bist hier. Und jetzt? Jetzt sag schon. Geht es um unsere Hochzeit? Ja. Kim, es tut mir leid. Aber ich kann dich nicht heiraten. To